Hallo ihr Lieben, also ich durfte gestern das Medbed 9010 testen und war schon sehr gespannt, da ich selber Tierkommunikatorin bin und schon sehr, sehr lange energetisch arbeite und vor allem mit Schwingungen und Frequenzen. Ich arbeite mit Symbolen etc. und daher ist und Quantenphysik eben und Quantenfeld und so ist für mich täglich Brot. Deswegen fand ich es jetzt ganz besonders spannend, das jetzt mal zu testen und mal zu schauen, ob ich denn überhaupt auch was merke. Ich habe das dann gemacht, habe mich dann in das Bett gelegt und also ich habe es gemacht eben gestern Abend vorm Einschlafen und habe dann gesagt, ja eben 1910 Medbed aktivieren und habe mir gedacht, so und jetzt schauen wir mal, ob überhaupt was kommt, beziehungsweise ob ich was merke. Es war ganz spannend, also was ich gemerkt habe, ist, dass ich von unten einen Druck gemerkt habe am Körper, wie wenn ich so in so eine Luftmatratze gebettet werde, in so ein Luftbett. Das war super angenehm. Dann habe ich eben gesagt, dann habe ich erstmal gewartet eine Zeit lang und habe geschaut, was passiert. In der Zeit war es ganz spannend, also ich höre in meinem Schlafzimmer ziemlich viel Vogelgezwitscher. Und gestern war es aber tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, oh krass, ich höre das wie so in Dolby Surround. Also es war total abgefahren. Ich muss natürlich jetzt mal die nächsten Tage beobachten, ob ich das dann da auch so höre. Es ist mir aber so krass noch nie aufgefallen. Also so habe ich es noch nie gehört. Es war ganz spannend. Also es war wirklich wie wenn meine Ohren, also ein ganz anderes Gehör auf einmal habe. Also es war super spannend zum Zuhören. Und dann habe ich eben gesagt, ja, scannen. Dann habe ich mich gescannt, dann kam irgendwie meine linke Schulter. Dann habe ich gedacht, stimmt, habe ich ganz vergessen, aber die tut mir seit Jahren immer mal wieder weh, wie so Arthrose oder keine Ahnung, was das ist. Kam irgendwie so, ja, Reitunfall. Dann habe ich gedacht, ja, kann sein. Ich habe mich gesehen, wie ich irgendwie vom Pferd gefallen bin. Ich bin früher geritten, kann tatsächlich, also ich kann mich nicht mehr erinnern, aber macht total Sinn, weil ich habe keine Ahnung, woher das sonst kommen könnte. Habe dann dazu gesagt, auch Trauma auflösen, war dann so. Ich muss dazu sagen, heute früh war es tatsächlich so, ich bin aufgewacht. Und jetzt erst, wo ich das Video mache, fällt mir auf, meine Schulter tut mir überhaupt nicht weh. Null. Ich merke gar nichts. Normalerweise in der Früh tut mir das schon ein bisschen weh vom Draufschlafen und so. Ja, aber ich merke gar nichts. Also geschlafen habe ich tatsächlich nicht gut. Das kann aber auch eben an Vollmond liegen, am Wetterwechsel. Und ich schlafe sowieso die letzten 2 Jahre immer nicht gut. Laut meiner App, die ich aber zum Schlafen habe ich sehr gut geschlafen. Gefühlt nicht so gut. Ich bin aber ausgeruht. Dann, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, ich schlafe, wenn ich in meinem Bett liege, habe ich ein ziemlich unangenehmes Gefühl, weil wir hier viele Wasseradern haben und es eigentlich, ich merke halt das alles und das ist nicht sehr angenehm die meiste Zeit. Und es war gestern sehr angenehm, in meinem Bett zu schlafen. Also es war ein ganz anderes Gefühl, als ich mich da hingelegt habe. Es war richtig, richtig angenehm. Meine Tochter und mein Hund sind auch auf mir gelegen und die haben ganz ruhig geschlafen. Also die haben davon gar nichts mitgekriegt, denen war das wurscht. Die waren so wie immer. Zum Thema, ob es ein anderer merkt. Also kann ich so sagen, die sind beide sehr, sehr fühlig. Es hat keiner was gemerkt, weil sonst wären sie weggegangen oder ich hätte eine Veränderung gemerkt. Ich habe keine Veränderung gemerkt. Es war alles so. Genau. Ja, dann habe ich noch gesagt, ich soll meine Hormone regulieren bezüglich Wechseljahre, weil ich da halt Probleme habe mit Stimmungsschwankungen, Angst- und Panikattacken und so weiter, die ich auch mit Frequenzen gut im Griff habe. Aber ja, das habe ich noch gesagt, soll er machen. Jetzt warten wir mal ab. Ich bin sehr gespannt, was da noch so kommt.